Ja, ich habe ja schon mal ein Video gemacht über die Pumpe von Henmi, falls der ein oder andere das nicht gesehen hat. Ich verlinke es vorsichtshalber hier oben nochmal, könnt ihr euch angucken. Und von derselben Firma gibt es auch ein Fahrradlicht, sogar mit STVZO-Zulassung, man höre und staune. Und zwar ist es das schöne Teil. Ich habe es hier momentan montiert, zusammen mit dem Licht von InBike, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und ich verwende die jetzt momentan auch für meinen täglichen Arbeitsweg, weil ja, jetzt ist ja schon September, Mitte September, es wird dunkel, im Oktober ist sowieso dann Zappenduster, da ist das Licht aus für immer und wer da keinen Lichtzugang findet, keinen Schalter, der hat sowieso verloren. Dementsprechend muss man da vorsorgen und sich ein Licht besorgen, ein anständiges. Und da bin ich froh, wenn ich hier eins am Lenker habe, dass ich mich durch die Dunkelheit hangeln kann und den rechten Weg finde. Ich habe das draußen mal getestet auf dem Weg zur Arbeit, wo es schön dunkel war. Spiele ich dann gleich noch mit ein. Ja, hier mal die 3 Stufen von der Henmi-Lampe. Das ist jetzt die kleinste Stufe. Das ist natürlich aus. Das ist die hellste mit 100 Lux. Mache das mal ein bisschen gerade, weil die ist ein bisschen schief auf dem Lenker. Ich habe so einen gebogenen Lenker. Also macht schon ordentlich Licht, wie ich finde, für den Preis. Und schön breit gefächert. Das ist dann die mittlere Stufe und die kleine Stufe. Gut, das ist halt dann fürs Allernötigste. Ich habe auch die InBike-Lampe dabei. Machen wir mal die noch zusätzlich. Und die andere machen wir mal aus. Das ist jetzt die kleinste Stufe. Blinkmodus. Ja, jetzt kommt natürlich ein Auto. Aber die ist schon auch hell mit 1000 Lumen. Mittlere Stufe, kleine Stufe. Ist natürlich nicht so, hat nicht so ein breites Lichtfeld. Ist mehr gebündelt. Und macht aber auch ordentlich Krawall. Ist aber ein bisschen teurer. Ich mache nochmal die andere an. Machen wir die wieder aus. Wenn es denn ausgeht. Andere machen wir an. Kleine Stufe. Ne, das war schon die helle Stufe. Ja, es ist schon ein Unterschied. Also es ist halt anders. Es ist breiter, nicht ganz so hell wie die mit 1000 Lumen, aber ich denke mal für die Stadt und für kleine Überlandfahrten durchaus geeignet. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen dazu. Nur so viel, dass es eben hier mit so einer Gummischlaufe montiert ist. Ich mache es mal ab. Also es hat hier so ein Gummiband und kann man eigentlich auf jeden herkömmlichen Lenker montieren. Ich bin hier übrigens in einer wunderschönen, ja ich weiß nicht, so eine ehemalige Bushaltestelle mit lauter Reliquien aus der Vergangenheit. Vielleicht schwenkt man hier mal kurz ein bisschen rum. Hier sind lauter, das ist so ein bisschen wie so ein Museum. Also richtig schön, hier eine alte Ziehharmonika, ein altes Telefon haben wir hier, ja, Kamera, Schallplatte, Zeitung, also da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, sogar ein alter Computer steht hier noch rum, Commodore oder was war das, keine Ahnung, ja ein paar so, ja Abakus, also schön gemacht hier, wenn wir schon mal da sind, zeigen wir das eben. Hier, so sieht es aus. Das war meine Bushaltestelle anscheinend. Jetzt ist es wie so ein kleines Museum. Und hier noch ein Handy in Übergröße. Also wie gesagt, das ist die Henmi-Lampe. So schaut die aus. Die hat also hier diese ganz normale Vorrichtung, dass man das auf jeden runden Lenker montieren kann. Aerolenker wird natürlich schwierig durch die Krümmung hier. Allerdings ist die auch flexibel. Das würde schon gehen. Und das ganze Ding ist halt hier dann auf so einer Schiene aufgesteckt. Kann ich vielleicht jetzt auch noch mal kurz runter tun, damit man das aussieht. Ich stelle mal die Kamera hier ab. Ist jetzt alles ein bisschen improvisiert, aber egal. Moment, wie geht das überhaupt runter? Zack. Hier so schaut es dann aus. Ja, das ist dann einfach hier so eine Schiene. Zack, wird drauf geschoben und dann ist es fest. Und ja, hat eben die verschiedenen Leuchtmodi, 3 Stück an der Zahl und dann wieder aus. Blinkmodus ist keiner vorhanden. Tut seine Dienste. Wie gesagt, ich blende die Sequenz ein, wo ich das getestet habe. Hat ein breiteres Feld, was es ausleuchtet. Dafür leuchtet es aber auch nicht so punktuell, so wie die InBike.
Und jetzt dachte ich schon, da kommt irgendwas angaloppiert. Nee, das ist der Kiesel, weil da ein Auto kommt. Ja, leuchtet also mehr in die Breite, also macht ein größeres Lichtfeld, wirft ein größeres Lichtfeld auf die Straße und hat nicht so einen punktuellen Taschenlampeneffekt, so wie die InBike. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Ich mag die InBike ganz gut, ich mag auch die ganz gut. Also es gibt Situationen, wo das eine besser ist, wo das andere besser ist. Da muss jeder seine eigene Entscheidung finden. Teuer ist das Teil auch nicht, kostet keine 20 Euro. Ich glaube, bei Amazon habe ich es gesehen für 17, 18 Euro. Müsst ihr mal reingucken. Henmi, Frontlampe, Fahrrad. Also wirklich ziemlich günstig. Da kann man nichts verkehrt machen und man hat ein günstiges Produkt, wo man jetzt nicht irgendwie zu viel Geld aus dem Fenster wirft. Also probiert es mal aus. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich bewege mich jetzt weiter hier auf den Straßen in der Ukraine. So sieht übrigens das Geld hier aus, die ukrainische Währung Hryvnia. Das sind 10, 20, 200, 100, wie man hier sieht, Vorder- und Rückseite. 1 Euro sind ungefähr 43 Hryvnia. Also ich habe jetzt mal 30 Euro gewechselt, das reicht erstmal dicke. Ja, schaut recht interessant aus, dass ihr das auch mal gesehen habt.